Du weißt, wenn du zum FC Bayern kommst, du musst liefern. In diesem Club hattest du jedes Spiel zu gewinnen. Mir san mir, das ist ja ein ganz besonderes Lebensgefühl. Das hast du in der Mannschaft gemerkt, im ganzen Verein, bei allen Mitarbeitern. Für mich war der FC Bayern immer wie ein Lehrmeister. Bayern München, das ist, ja, bin ich stolz, ist mein Leben heute. Wir haben eine Gründungsgeschichte, die von Offenheit und Toleranz geprägt ist. Wenn man von Bayern spricht, dann hat immer irgendeiner ein Erlebnis dazu. Ich erinnere mich selbst zurück, als ich halt klein war und FC Bayern-Trikot getragen habe. Café Gisela, geschlossene Gesellschaft, ja. Bayern-Fans unter sich. Jetzt sind wir auf 125 Grad auf FC Bayern mit Wasser und trinken. Mit Wasser? Ja, mit Wasser. Na, wirklich nicht. Da, mit ja, Wasser. ein schöner Vogel. Hallo, liebe Bayern-Familie. Ich bin der Heiner Jüngling. Es ist eine große Ehre und Freude für mich, dass ich euch jetzt an einen magischen Ort, dem alten Café Gisela in München, einladen darf. Hier wurde vor 125 Jahren der FC Bayern München gegründet. Lasst uns diesen Zusammenhalt feiern. Jetzt habe ich keine Brille, lese mal die Namen. Da bist du, Klaus, du bist da drüben. Meine Rechte. Holger, du bist in Ordnung, ey. Ordnung muss sein. Hocken wir sie. Ja. Trink mal Weißbier. Na, 125 Jahre FC Bayern. Für mich war das natürlich eine großartige Zeit. 1995, als ich zum FC Bayern kam. Und davor durfte ich sogar schon Balljunge sein. Im großen Olympiastadion. Thomas, du hast noch drin gespielt, oder im Olympiastadion? Großartige Zeit, den Profis so nahe zu sein als Kind, als Fußballbegeisterter. Holger, du warst auch Balljunge, oder? Balljunge war ich auch, ja. Angefangen 2002, 2003, Bundesliga. Haben wir erst immer Seitenwürstler gegessen vor dem Spiel. Ab und zu hat man auch mal ein Trikot abgestaubt. Also das war natürlich dann das Highlight. Bin ich denn schon so alt? 2005, 2003. Ich bin 75, 76 zum FC Bayern gekommen und war lange Zeit dort und bin immer noch da. Ich kann mich noch gut erinnern, von meinem kleinen Verein FC Vilshofen wurden wir eingeladen zum Probetraining für 3 Tage. Beckenbauer, Müller, Meier, Roth. Ich habe gezittert. Und dann wurde der Traum wahr, ja, mit dem Probetraining und dann ein 2-Jahres-Vertrag beim FC Bayern. Ich kam relativ spät, ich war schon 28 zum FC Bayern. 7 Jahre lang war ich dann Teil der Familie, habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Wir hatten unheimlich schöne Zeiten, auch schwierige Zeiten. Auch sprachlich zurechtgekommen? Sprachlich hat es ein wenig gedauert. Ich hatte schon das Gefühl, dass du auch beim FC Bayern Teil dieser Entwicklung sein kannst, dieser Familie sein kannst, wenn du deine Erfahrung dann auch an die jungen Spieler weitergibst. Das war, glaube ich, dem Verein sehr wichtig und davon lebt der Verein auch. Seine Kultur lebt davon, dieses Mir san mir weiterzugeben. Das ist schön, wenn einer sowas sagt, der vorher bei Schalke war. Du bist der Bayer. Ja. Ui, ne? Haben wir reserviert, ja. Bulle, du? Du? Der Sepp sitzt da. Du da? Das gibt's ja nicht, dass da keine Bedienung da ist. Essen gibt's da nichts. Hallo, Bedienung! Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich kam in den 70er Jahren, da war Wilhelm Neudecker Präsident. Dann anschließend unser Willi Hoffmann, Champagner-Willi. Gott hab ihn selig. Ja. Fritz Scherer, Franz Beckenbauer. Dann kamst du. Weil ich meine, es gibt keinen Club auf dieser Welt, bei dem ehemalige Spieler den Laden geführt haben. Ja. Wichtig ist für Kontinuität auch, du kannst nur ein Mir san mir entwickeln. Da wird ja immer so viel davon gesprochen. Aber wenn du natürlich jedes Jahr 10 Spieler austauschst, dann kriegst du das nicht hin. Wie soll ein Spieler, der oft nur ein halbes Jahr da ist, das Gefühl für Mir san mir, das ist ja ein ganz besonderes Lebensgefühl. Und das können sie nur miterleben, wenn sie das jeden Tag einatmen. Und das geht nicht in einem halben Jahr. Beste Beispiel haben wir 2 zusammen erlebt. Frank Ribery kam zu dir nach Hause an dem Tegernsee, eigentlich mit dem Ziel, ich möchte nach Madrid. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten einen Juristen, der perfekt Französisch sprach, Dr. Gerlinger. Und ich werde nie vergessen, wie der Gerlinger
mit dem Frank aufstand und der Gerlinger sagte zu uns beiden, ja, der bleibt nie hier. Dann haben wir zwei, ohne uns abgesprochen zu haben, gesagt, unisono, ja, natürlich bleibt der. Der schreibt demnächst einen neuen Vertrag, 5 Jahre, kriegt ein bisschen mehr Geld und dann fertig. Das Ergebnis ist bekannt. Frank hat seinen Vertrag kurz danach um 5 Jahre verlängert und ist vor allen Dingen eins. Ich mache 5, hat er gesagt. Ich mache 5. Und hier hat er endlich seine Familie gefunden. Bis heute. Bis heute. Ist er dem Verein nach wie vor extrem verbunden. Aber das ist ja blöd. Schau mal, jetzt sitzt du da unten. Ja. Da bleib du hocken, ja, da tun wir mal einen weg. Gut. Wir früher, da haben wir uns eine Koffer dran. Ja. Ganz einfach. Das brauchen wir auch nicht mehr da. Das müssen wir da alles umbauen. Ich habe ein Foto mitgebracht, ein Buch aus dem Jahr 1980. Da war ich noch nicht auf der Welt. Da warst du nicht auf der Welt? Oh, wie peinlich für mich. Nein. Auf jeden Fall waren wir 10 Leute. Ja. Und in unseren Jahrbüchern haben wir tatsächlich immer Fotos unserer Mitarbeiter gemacht. Jetzt geht es nicht mehr, jetzt sind wir zu viele. Genau. Ich hoffe, du findest jetzt die richtige. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Sehen natürlich alle gut aus. Also jung sehe ich aus. Ja, aber dann bist du in der Mitte, oder was? Niemals. Nein, deswegen. Das ist die Frau Meissner, die hat unsere Pokale poliert. Ich würde sagen, du bist oben rechts. Ja, genau. Du sahst aber gut aus. Also du siehst immer noch gut aus, ne? Ja, vielen Dank. Ja. Ich habe aber auch nicht so mit langen Haaren gerechnet, weißt du? Da sieht man ja mal, wie klein die Familie war, ne? Ja. Aber war das für dich einfacher in so einer kleinen Gruppe als vielleicht heutzutage? Das Miteinander, einfach die Kommunikation, die echte Kommunikation, die finde ich jetzt hier genauso gegeben. Ja, ich glaube, wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Jahre, die wir zum Beispiel in 2013 hatten, in 2020 hatten mit unserer Mannschaft, ist natürlich dieses sich wohlzufühlen, wichtig zu sein, ein Bestandteil der Mannschaft zu sein, sich dann auch mit seinen Fähigkeiten ausleben zu können, ist dann auch entscheidend gewesen für die erfolgreichen Zeiten und das hat man auf dem Platz auch gemerkt. So, ja, schön, dass wir hier sitzen. Ja? Danke, dass ich hier dabei sein kann. 125 Jahre FC Bayern bedeutet für mich auch 55 Jahre Frauenfußball. Wir waren so in dieser Zeit, in den 70er Jahren, die Pionierinnen des Frauenfußballs generell und zu damaligen Zeiten natürlich auch Bayern München. Wir waren alle verrückt nach Frauenfußball und Fußball überhaupt. Und Bayern München war natürlich für mich die Vorstellung, ja, da kannst du trainieren ohne Ende und kannst jeden Tag Fußball spielen. Aber dem war natürlich nicht so. Wir hatten 2 Trainingseinheiten und das war am Abend. Wir haben uns im Endeffekt selbst organisieren müssen. Es war da niemand im Verein, der dann fest da war, der gesagt hat, ich übernehme den Frauenfußball jetzt, sondern es war wirklich so aus unserer eigenen Leidenschaft raus, haben wir alles selbst gemacht. Daraus sind, wie gesagt, gute 55 Jahre bei Bayern München geworden und das ist, ja, bin ich stolz, das ist mein Leben heute. Was bedeutet dir FC Bayern München? Also für mich ist FC Bayern, es war schon immer was ganz Großes. Es war halt mein erster Verein, den ich wirklich verfolgt habe. Und bis jetzt ist es jetzt auch mein Lieblingsverein. Als ich studieren wollte, habe ich mich entschieden, in München zu studieren. Und das war halt perfekt für mich dann. München hat sich schon wie so ein Zuhause angefühlt. Und meine Eltern unterstützen das auch, dass ich so gerne zu Fußball gehe. Und alle finden es eigentlich heutzutage sehr cool, wenn Mädchen auch Fußball schauen. Und das ist da. London. Das ist aber der Hut. 25. Mai. Ah, der Pott ist wieder ein Bayer. Tja, das waren doch Zeiten. Wo ist Trippig gemacht haben, oder? Die Zeit vergeht, ha? Wahnsinn. Ist das, wenn ich da zurückblicke. Ich war als Bursch ein Bayern-Fan. Ja, alle waren wir ja eigentlich. Wie alt warst du, wo du nach München gekommen bist? 13, 14, 15? 15 war ich. Bin ich nach Bayern gekommen. Wie lange hat es dann gedauert, dass ihr aufgestiegen seid? Das war 64, 65? 65, genau richtig. Da war Franz auch schon dabei. Ja, Franz war schon dabei, genau. Der Gerd da, die komplette Mann. Wir haben das Glück gehabt, dass wir diese Spieler mit denen gehabt haben. Wir hätten ja, du hast ja zu 60 gekannt, du hättest nach Stuttgart gekannt. Ja, irgendwo. Nein, wir sind bei Bayern gelandet und haben dann und haben diese 2 Spieler gehabt in unserer Mannschaft. Ja. Und hat alles zusammenpasst eigentlich. Ja. Nein, das waren schon 2 tolle Menschen, ja.
Und es war schön, wie du sagst, dass wir mit solchen Menschen zusammen spielen konnten. Durften, beides. Und ich kam ja dann, wo ihr das erste Jahr beim Aufstieg schon wart, 66. Ja, du hast das Beste rausgesucht, wie immer halt. Ja, mein erster Kontakt mit dir war das Allerschönste. Wir waren in Stegen im Trainingslager. Am Abendessen wollten die natürlich wissen, wer neue Spieler da sind. Eine kam aus Duisburg, Schmidt. Eine kam aus Köln, Nastalla. Und eine aus Düsseldorf, Wels. Und einer aus dem Allgäu, der hat Kraft wie Mu. Da steht der auf. Ja. Da sagt der Trainer, das heißt bei uns nicht Mu, das heißt Bulle. Ab dem war ich der Bulle. Ab dem Tag, das erste, wo ich ihn gesehen habe. Das heißt das heißt Bulle. Und seit auf den warst du noch gut. Stell dir vor, das ist ja so gewesen, wenn du über die Außenlinie eingelaufen bist, dann hat es geheißen, so, jetzt geht's los. Alles andere ist wurscht. Jetzt gewinnt er raus. Genau. Diese Unterschrift, dieser Vertrag bedeutet, dass du ab sofort jedes Spiel zu gewinnen hast. Das hast du zu verinnerlichen gehabt. Ja. Nichts anderes. Und mit dem werden viele heute nicht fertig. Ja. Weil die kommen von irgendwoher und dann verlieren sie noch. Jetzt haben wir verloren. Ja. Macht doch gar nichts. Ja, gewinnt halt das nächste Mal wieder. In diesem Club nicht. In diesem Club hattest du jedes Spiel zu gewinnen. Genau. Ja? Aber es ist nicht so, dass der FC Bayern nur Erfolg hat. Nein. Ich habe die Zeit miterlebt, dass du um Platz 12, 13 gespielt hast. Erst wieder Paul Breitner kam und Kalle Rummenigge groß wurde, hat uns der wieder so auf Vordermann gebracht. Also wir sind der FC Bayern, wir wollen nicht am Platz 14, 15 spielen, sondern wir wollen um den Titel spielen. Umso länger man bei Bayern ist, umso mehr schätzt man das auch. Ich glaube auch, dass viele Spieler, die länger bei Bayern München waren, so ein Gefühl nie mehr haben werden. Wir hatten das Glück natürlich in dem Jahr, als ich gekommen bin, dass wir wirklich eine gute Mannschaft hatten. Und wir haben es in der Saison tatsächlich geschafft, ins Finale der Champions League zu kommen. Und dann hat uns Man-U in das Tal der Tränen gestürzt. Also das war schon eine ganz, ganz bittere Niederlage für uns alle. Aber in der Mannschaft hat sich trotzdem was entwickelt. Und das zeichnet, glaube ich, diesen Verein auch aus, dass es immer wieder Spieler gibt, Persönlichkeiten gibt, Mannschaften gibt, die irgendwo Niederlagen erleiden, aber es auch schaffen, aufzustehen. Da war eine besondere Energie auch in der Mannschaft. Ja. Wir wollten unbedingt diese Schmach ausmerzen und diesen Pokal unbedingt wieder gewinnen. Und am Ende wurden wir für unseren grandiosen Kampf tatsächlich belohnt. Und das war für uns natürlich alle das Größte. Euch ging es ja ähnlich, ne? Genau das Gleiche eigentlich erlebt. Und bei uns war natürlich die Fallhöhe unglaublich. Wir hatten die große Möglichkeit, zu Hause daheim Champions League-Sieger zu werden. Aber auch da war es so. Ich finde, es hat sich danach dann so ein neuer Teamgeist entwickelt in der Mannschaft. Du hast es gerade beschrieben, man hat den Hunger auch so gemerkt in der Mannschaft. Das war es nicht oder so. Also man spürt es im Verein. Es zählt natürlich der Erfolg, die Entwicklung. Aber ich finde vor allem, das mit seinen Mannschaftskameraden sich zu messen auf dem absolut hohen Niveau. Und keiner lässt irgendwie nach. Sondern jeder reißt den anderen dann eigentlich noch mit nach Niederlagen. Also der Anspruch war ganz oben. Das hast du sehr nett ausgedrückt. Man musste sich innerhalb der Mannschaft messen. Ja. Bei uns gab es auch auf die Socken. Ich glaube, das zeichnet auch den FC Bayern aus. Ja. Von der Vereinsführung her und auf die Spieler, die geholt werden, die nicht nur beim FC Bayern spielen, sondern die irgendwann einmal das Herz vom FC Bayern tragen. Mhm. Servus. Servus euch. Ich mach so diesen hier. Hi, grüß euch. Hi. So cool, hey. Café Gisela, geschlossene Gesellschaft. Ja. Bayern-Fans unter sich. Das müssen wir ausnutzen. So sieht's aus, ja. Absolut. Lukas, was war dein persönliches Erlebnis? Was hat dich zum FC Bayern gebracht als Fan? Ja, also ich bin eigentlich schon immer Manuel Neuer-Fan. Ja. Angefangen eigentlich mit der WM 2014. Ich war tatsächlich schon Torwart in der Zeit. Ja. Und ich habe mir da einiges abgeguckt, sage ich jetzt mal. Sophia, wie war das bei dir? Ja, es wurde mir auch ein bisschen in die Wiege gelegt. Es hat mit Babystramplern begonnen, dann mit den ersten Spielen und sogar Bayern-Ski. Bei mir war das ja auch noch ein bisschen anders. Ich bin gebürtiger Münchner. Ich habe dann da in Giesing unten im Kandidplatz habe ich immer Fußball gespielt mit meinen Kumpels. Und mit meinem 30. Geburtstag habe ich mir dann erlaubt, eine Jahreskarte im Block X, das ist direkt daneben. Ja, und da saß ich erst mal. Habe ja damals, das war halt mein beruflicher Werdegang, habe ja die Morning Show auf Antenne Bayern moderiert. Und es hat ein gewisser Uli H. gehört. Ich bin von 5 Jahren ausgegangen und mittlerweile ist, ja, lass uns das Thema wechseln. Er hat fast 30 jetzt. Ja. Ja, krass. Krass, ja. Respekt. Du?
Das erste Mal Südkurve, wann? Ja, schon ein paar Jahre her, im Olympiastadion noch. Am Anfang natürlich noch auf dem Sitzplatz. Aber da war dann schon irgendwann, hat der Vater dann auch öfter festgestellt, dass ich nicht immer aufs Spielfeld schaue, sondern immer häufiger in die Südkurve schaue. Und eben da fasziniert war, ja, wie Gesänge, wie Choreografien etc. entstehen. Ihr seid ja da auch wirklich, auch alles, was diesen Verein ausmacht, wie er entstanden ist, oder auch mit der Kurt-Landauer-Stiftung, ja, dieser legendäre Präsident des FC Bayern in dieser schlimmen Zeit damals, weil das natürlich auch ein echtes Interesse spiegelt. Ja, absolut. Und das ist eben sehr vielen von uns eben auch ein wichtiges Thema, dass wir eben zurückblicken, wo kommt der FC Bayern her. Wir haben uns immer gewundert, zu der Zeit, als wir noch gespielt haben, dass der Name Kurt Landauer eigentlich in dem Verein eine relativ kleine, um nicht zu sagen keine Rolle gespielt hat. Es ist ein großer Verdienst unserer Südkurve, dass die Verdienste von Kurt Landauer, aber auch sein extremer Lebensweg der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Die Person Kurt Landauer hat Außergewöhnliches geleistet. Er ist in München geblieben zu einer Zeit, als er vielleicht hätte fliehen können. Dann irgendwann ist er, glaube ich, nach Genf emigriert. Er hat einfach dafür gesorgt, dass dieser Verein überhaupt überlebt hat. Also das kann man nicht hoch genug bewerten. Ja, und die Ironie des Schicksals ist ja die, dass gerade jetzt in diesen Monaten, Jahren, in die wir gerade erleben, dieses Thema ja wieder eine große Rolle spielt. Und gerade ein Verein wie FC Bayern München, der ja möglichst unpolitisch sein sollte, aber der über seine Fans, aber auch über die Führungskräfte hier klar Stellung bezieht, wo man steht. Und das tut dem Verein sehr gut. Herr Heiner, wie ist es, Präsident des FC Bayern zu sein? Ja, ich muss sagen, das ist zumindest nach meiner Meinung der schönste Job, den man haben kann, wenn man so sportbegeistert ist wie ich und jeden Tag mehr oder weniger die Gelegenheit hat, zu irgendeiner Sportveranstaltung zu gehen, ob es zum Fußball ist, ob es zum Basketball ist. Da füllt sich mein Herz und wie gesagt, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Wenn ich das richtig weiß, dann haben Sie ja 1000 Spiele des FC Bayern bisher gesehen. Was haben Sie für Erlebnisse, die Ihnen so im Gedächtnis geblieben sind? Wenn ich so an meine Kindheit denke und dann, wenn man da zur Sebener Straße rausgefahren ist, wo jetzt eine Schranke ist, war ein kleiner fast ein Abstellraum. Das war die Geschäftsstelle und gleichzeitig der Fanshop. Da gab es vielleicht eine Fahne und einen Schal und eine Bommelmütze. Und wenn man jetzt die Entwicklung seitdem sieht, ich muss jetzt gar nicht von Megastores sprechen, dann ist das wirklich bemerkenswert, ja. Wenn man von Bayern spricht, dann hat immer irgendeiner ein Erlebnis dazu oder hat ein Spiel gesehen. Wie erleben Sie denn so das Fansein des FC Bayern? Ja, ich finde es schön, dass Inklusion beim FC Bayern wirklich gelebt wird. Man ist einfach ein Teil der Fankultur. Man ist nicht außen vor, man gehört dazu. Egal, ob man im Rollstuhl sitzt oder eben auch nicht. Das finde ich sehr sympathisch. Und was ich gerade gesagt habe, gilt ja nicht nur für den Fußball. Der FC Bayern ist ja viel, viel breiter. Diese Vielfalt, dass er nicht nur monothematisch sich auf Fußball konzentriert, sondern vielen Menschen eine Chance gibt, beim Club zu sein, sich zu betätigen, aktiv zu sein und auch im gesellschaftlichen Leben des FC Bayern dann mit teilzunehmen. Und das dürfen wir auch nie außer Acht lassen bei all dem Streben nach Titeln, dass wir eben das für die Menschen machen und immer wieder gucken, was die Menschen brauchen, was sie benötigen und wie wir ihnen Freude bereiten können. Ach, mein Kennst du das? Freund, wo ist denn den her? Oh, was ich vorgestern gesehen habe. Mein Zauberkopf. Ist noch alles da? Halt, mach Platz, dass das ist nicht schon alles da, aber es ist ja ein bisschen alles kaputt gegangen. Das ist ja schon 30 Jahre alt. Ach, da ist die Zeitung. Jetzt haben wir es ja. Deckel zu. Ein Trick habe ich noch gefunden, der geht noch, wahrscheinlich. Zeitung. Zeitung ist auf, schaut's mal. Ah, die Zeitung. Also wir schauen ja so, als wenn wir das nicht wissen. Das weißt du auch nicht. Und ich schütte das richtig rein. Ja, schütte das richtig rein. Zweit. Da, jetzt alles auf die Hosen. Das mache ich. Ja? So. Kein Wasser da, kein Wasser da. Jetzt werden wir so mal ein bisschen rumdrehen. Moment schnell. Was ist das drin? So. Wo schützt das jetzt? So.
so und dann so und so und so und so. Schau her, nix. Kein Wasser mehr da. Kannst gar nicht glauben, gell? Jetzt pass auf. So, wissen wir, das sieht man. Ja, das geht nicht mehr so. Aber ich muss dann ausschütten können. Hey! Ja, funktioniert klar. Happy, super. Gut, dass ich noch nicht geschaut habe. Ich erinnere mich selbst zurück, als ich halt klein war und FC Bayern-Trikot getragen habe. Und das Allergrößte war dann mit meinem Papa, mit meiner Mama halt in die Allianz Arena zu fahren und ja, große Spieler nachzueifern einfach. Und heute ist es so, dass man selbst ab und zu da spielt, das Bayern-Trikot trägt in vollem Stolz. Und jetzt bist du einfach einer von den großen. Ja, es ist so surreal irgendwie. Ja. Und es gibt ja ganz viele kleine Mädchen und Jungs, die davon träumen. Und da sieht man sich, glaube ich, immer wieder selbst auch. Aber früher hat man ja den Traum wie nicht haben können so richtig. Also als man, wie du wahrscheinlich in deinem Alter das Bayern-Trikot getragen hast, hast du wahrscheinlich Männerfußball geschaut. Und dann hattest du ein Idol im Männerfußball. Und heute, wenn du in die Fans schaust und siehst, wie sie dir zujubeln. Und ja, ich kann mich noch erinnern, wo wir in Aschheim gespielt haben oder an einem Grünwalder Stadion, wo es einfach, keine Ahnung, 200, 300 Leute da war, so Familie und Freunde. Und wenn man es jetzt mit dem heute vergleicht und dass unsere Spiele immer ausverkauft sind, mir persönlich bedeutet das auf jeden Fall sehr viel. Ich glaube, dass wir genau den Weg halt weitergehen wollen. Ja, absolut. Wir qualifizieren uns jedes Jahr für die Champions League. Wir kommen immer recht weit und wir haben unsere Fußstapfen in Europa schon auch hinterlassen. Aber wir wollen sie eben nicht nur hinterlassen, sondern wir wollen auch diesen nächsten Schritt machen, dass wir in Europa wirklich auch eine ganz große Nummer sind und eben auch, ja, auch diese Vision haben, dieses Champions League-Finale eben auch zu erreichen und zu gewinnen. Und ganz klar unter dem Motto halt Future Strong eben diesen Weg auch weiter gemeinsam gehen können. Mein lieber FC Bayern, zum 125-jährigen Jubiläum wünsche ich alles Gute und ich hoffe, er wird immer so weiter erfolgreich bleiben. Auf eine sensationelle nächste Zeit, die nächsten 125 Jahre. Möge das Mir Samir weiter eingepflanzt werden. Auf viele weitere erfolgreiche und leidenschaftliche Jahre. Dass wir weiterhin das beste Verein in Deutschland bleiben. Und mit viel Leidenschaft, Emotionalität und Engagement in die Zukunft gehen. Wir haben eine Gründungsgeschichte, die von Offenheit und Toleranz geprägt ist und von Ehrgeiz. Und das ist etwas, was wir ja auch bis heute bewahrt haben. Das ist in unsere DNA über all die Jahrzehnte gegangen. Es ist ein stolzer Verein. Es ist der Verein, würde ich sagen. Auf viele tolle gemeinsame Erlebnisse. Dass du so bleibst, wie du bist, behalte deine Mentalität. Denkt immer dran, wo ihr hergekommen seid. Wir sind ein starker Club, nationaler Vorreiter, internationale Spitzenklasse. Aber das Wichtige dabei ist, dass wir unsere Menschlichkeit bewahren. Ich wünsche mir, dass in 125 Jahren von heute an die Fans, die Mitglieder, die Menschen in der ganzen Welt noch genauso stolz sind auf ihren FC Bayern wie heute. Dass er diese vielen Fans, die er weltweit hat, weiterhin glücklich machen kann. Und dass wir nur ein Teil sind und dass das große Ganze, nämlich der FC Bayern München, über allem stehen muss. Also, schön war's mit euch. Einmal. Zack. Zack. Super. Oh. So, den Koffer nehme ich wieder mit, oder? Und liefere ihn wieder ab. Ja. Oder? Du? Ich gebe ihn ab. Gib's oder halt dann. Was sind wir im Fußball? Was sind jetzt die Fußbälle da? Schön mit der Not noch. Ja, ja. Was mit denen gespielt? Nein, oder? Nein, als Bub. Okay. Ja, ich habe auch noch einen daheim. Echt? Aus 50er Jahren.